Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute möchte ich mit euch das Thema Getriebeeinstellungen durchnehmen. Ja, dazu muss man zunächst wissen, dass man mit dem Getriebe den Antrieb des Fahrzeugs tunt. Der Antrieb setzt dabei die Motorleistung in Geschwindigkeit um und dies gilt es mit einem voll anpassbaren Getriebe zum Beispiel zu optimieren. Ja, grob betrachtet lässt sich mit dem Getriebe anhand der Übersetzung wählen, ob man lieber die Motorleistung für mehr Höchstgeschwindigkeit oder eine bessere Beschleunigung einsetzen will. Das ist so der Hauptfaktor, den man bei der Getriebeeinstellung vornehmen möchte. Ja, dabei haben wir das voll anpassbare Getriebe und das gehört dabei zu den wichtigsten Faktoren, um eine gute Pace auf die Strecke zu bringen. Und um eine wirkungsvolle Getriebeeinstellung vornehmen zu können, solltet ihr jedoch zunächst die Strecke perfekt beherrschen und dann ein gutes Basis-Setup erarbeiten. Nämlich erst mit einem Fahrzeug, was ihr wirklich sicher und gut auf einer Strecke bewegen könnt. Da könnt ihr wirklich analysieren, warum muss ich hier kürzer übersetzt fahren oder hier länger übersetzt fahren. Wenn man jetzt eine Chaosrunde hinlegt mit einem Auto, was man gar nicht beherrscht, so wie ich das oft mache, dann kriegt man gar keine aussagekräftigen Einstellungen hin. Ja, aber ein gutes Setup ist von tausenden Faktoren abhängig. Die wichtigsten dabei sind jedoch der eigene Fahrstil, das persönliche Empfinden zum Fahrzeug, das Fahrzeuggewicht, die Leistung des Fahrzeugs und zu guter Letzt das Streckenlayout. Das ist natürlich bei jeder Strecke anders. Man hat mal viele Geraden, mal wenig Geraden und so weiter. Das spielt natürlich eine sehr hohe oder eine sehr große Rolle bei der Getriebewahl und der Getriebeeinstellung. Wie man jedoch professionell ein Setup erarbeitet, zeige ich euch in einem separaten Video, weil das würde hier natürlich den Rahmen komplett sprengen und würde hier nicht so wirklich reinpassen. Ja, erst wenn ihr den Kurs beherrscht und das Setup parat habt, geht es an die Getriebeeinstellung, würde ich sagen. Nun würde ich zuerst analysieren, ob der höchste Gang auf der längsten Geraden lang genug übersetzt ist, um die volle Endgeschwindigkeit ausfahren zu können. Ihr fahrt also am besten Döttinger Höhe, volle Kanne runter und dann seht ihr ja natürlich, bin ich jetzt schon an der Endgeschwindigkeit angekommen oder habe ich noch Spielraum. Wenn ihr natürlich nicht die ausreichende Leistung habt in dem Fahrzeug, könnt ihr das Getriebe so weit einstellen, wie ihr wollt. Zum Beispiel, das Fahrzeug schafft physikalisch nur 270 km/h, egal wie ihr die Einstellung macht als Endgeschwindigkeit. Und ihr stellt da 400 km/h ein. Das spielt dann natürlich nur eine Rolle auf die Abstufung. Da müsstet ihr dann wieder separat einstellen und so weiter und so fort. Ja, hier jetzt als kleines Beispiel. Ich habe das Getriebe auf 320 km/h eingestellt und will jetzt mal gucken, wie hoch ist die tatsächliche Höchstgeschwindigkeit. Wann komme ich in den Bereich rein, wo die Karre halt nicht mehr genug Leistung hat, und dann kann ich sehen, habe ich das Getriebe zu lang übersetzt. Ja, ich sag mal, der kam jetzt gerade mal an 200, nicht ganz an 270 km/h. 320 ist da natürlich viel zu hoch. Jetzt gehen wir nochmal in die Einstellungen. ...270... und probieren das dann nochmal aus. So, nochmal das Ganze. Anfahrt zur Döttinger Höhe. Ja, hier geht es leicht bergauf. Da verlieren wir natürlich ein bisschen an Speed.
Aber man sieht, wir sind schon auf der Höchstgeschwindigkeit. Ich würde es noch ein wenig höher einstellen, weil wir zu stark also im roten Bereich sind. Ich würde sagen, 290 ist da schon ein sehr guter Wert. So, jetzt wollen wir mal gucken, wie es bei 290 km/h aussieht. Allalalala. Ja, das sah schon jetzt recht gut aus. Man war nicht ganz im roten Bereich, hat seine volle Geschwindigkeit rausgefahren und 290 ist dann ein sehr guter Wert. Wenn ihr noch Windschatten hättet, könnte man vielleicht sogar auf 300 gehen. Aber das erstmal für den höchsten Gang. Ihr müsst aber, selbst wenn ihr jetzt eine Höchstgeschwindigkeit erreicht habt und es geht nicht weiter voran, müsst ihr die Getriebeeinstellung ein wenig höher einstellen, also eine höhere Endgeschwindigkeit. Für den Fall, dass ihr mal Windschattenfahrten habt, dann kommt ihr natürlich in den Begrenzer rein, ganz klar. Dann als nächsten Punkt müsst ihr feststellen, wie lang der erste Gang der langsamsten Kurve notwendig ist zu übersetzen, um diese optimal durchfahren zu können. Ihr fahrt also eine schnelle Kurvenkombination durch und damit ihr nicht in dieser Kombination Beschleunigung verliert und noch anfangen müsst rumzuschalten, könnte man sagen, ihr schaltet in den ersten Gang, übersetzt den etwas länger und zieht den dann voll durch die Kurve durch. In der Regel werden die ersten beiden Gänge sowieso etwas kürzer eingestellt. Das hat den Hintergrund, dass man stehende Starts besser bewältigen möchte oder aus der Box schneller beschleunigen kann und so weiter und so fort. Und ab dem dritten Gang muss man dann streckenabhängig gucken, wie stelle ich die restlichen Gänge ein oder passt das so. So, jetzt schauen wir uns das mal für den langsamsten Gang an. Hier als Beispiel. Ja, hier als langsamsten Gang. Ich fahre hier normalerweise im zweiten durch. Wollen wir mal im ersten probieren. Sieht eigentlich sehr gut aus. Ja, ich sag mal, an dieser Stelle hättet ihr auch den Gang etwas kürzer haben können. Dann müsstet ihr in den zweiten schalten. Der erste lässt sich sehr gut durchfahren, wie man gesehen hat. Das ist so das, was ich damit meine, dass man den langsamsten Gang ein bisschen länger einstellt oder kürzer, je nach Vorliebe. Das ist sowieso immer eine Gratwanderung, die man bis zur Perfektion heraustüfteln muss. Wobei ein perfektes Setup gibt es in diesem Sinne sowieso nicht. Dafür ist das Spektrum der Möglichkeiten und der eigenen Vorlieben bei diesem Thema viel zu groß. Stattdessen muss man bei der Getriebeeinstellung immer die Vor- und Nachteile einer kurzen oder einer langen Übersetzung betrachten. Ja, Vorteile einer langen Übersetzung sind zum Beispiel, man steigert die Höchstgeschwindigkeit in den einzelnen Gängen und da dabei mit niedrigen Drehzahlen immer gefahren wird, wirkt es sich natürlich auch positiv auf den Kraftstoffverbrauch aus. Das ist dann wichtig, wenn ihr Langstreckenrennen fahrt und wenig Boxenstopps einplanen möchtet, ist das natürlich mit diesem Getriebe dann besser als mit einem kurzen. Ihr habt da ständig höhere Drehzahlen, verbraucht mehr Sprit und müsst öfter an die Box, ganz klar. Nachteil dabei ist, die Beschleunigungswerte und somit die Leistung wird schlechter. Die Ausfahrt aus engeren Kurven wird aufgrund der geringeren Leistung erschwert und hohe Drehzahlverluste beim Hochschalten. Ja, Vorteile hingegen einer kurzen Übersetzung sind natürlich geringere Drehzahlverluste und somit geringere Leistungsverluste beim Hochschalten. Genau gegensätzlich zum
langen Getriebe. Die Leistungsentfaltung ist viel höher und effizienter. Geschwindigkeit lässt sich aus engen Kurven voll ausnutzen. Ja, alles in allem betrachtet muss man sagen, eine kurze Übersetzung eignet sich hier sehr gut für kurvige, anspruchsvolle Strecken. Hier aber auch eine kurze Übersetzung hat natürlich Nachteile. Durch die hohe Drehzahldichte kann der Motor zum Beispiel beim Runterschalten überdrehen. Das müsst ihr euch so vorstellen, wenn ihr jetzt bei 9000 Umdrehungen seid im 5. Gang und ihr schaltet in den 4., dann fliegt euch wahrscheinlich der Motor vorne raus. Ja, und der größte Nachteil ist beim kurzen Getriebe oder bei der kurzen Übersetzung, dass ihr eine viel geringere Höchstgeschwindigkeit habt. Ja, im Großen und Ganzen ist das eigentlich alles, was man zum Getriebe sagen kann oder über das Getriebe wissen muss. Ich hoffe, ich konnte euch mit meinem Guide ein wenig bei der Getriebeeinstellung helfen. Ich freue mich auch immer über konstruktive Kritik. Wenn ihr irgendwas wisst oder was dazu zu sagen habt, freut es mich immer, es zu lesen, es zu kommentieren. Und ja, noch schöner würde ich es finden natürlich, wenn ihr meinen Kanal abonniert, ihr die Glocke aktiviert, dann verpasst ihr in Zukunft auch nichts. An dieser Stelle bleibt mir eigentlich nicht mehr zu sagen, als schön, dass ihr eingeschaltet habt und euch das Video angeschaut habt. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bleibt gesund. Bis dahin. Ciao, ciao. So, meine lieben Freunde, das war's mal wieder für heute. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst den Daumen hoch nicht. Wenn ihr nichts verpassen wollt, dann könnt ihr mich gerne kostenlos abonnieren. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten freue ich mich über jeden Kommentar und hoffe, wir sehen uns bald wieder hier auf Rocket Channel. Bis bald.